Ich hoffe, ich kann euch mal ein gutes Bild zeigen, das Negativbildschirme nicht immer unlesbar sein müssen. Komm hier bei Turbo 108 Channel. Ich habe heute ein richtig geiles Video vorbereitet für euch. Und zwar habe ich hier vor, über diese G-Shock Negativ-Displays zu sprechen, weil ich oft gehört habe, ja, sind die überhaupt gut lesbar? Man fragt mich auch, hey, mach doch mal vielleicht ein Video Positiv-Negativ-Comparison, also Vergleich. Und ob die gut lesbar sind oder nicht, das sehen wir heute. Ich habe verschiedene G-Shocks vorbereitet. Das sind jetzt erstmal die negativen, die ich so habe, mit verschiedenen Modulen. Und wenn das gleiche Modul verwendet wird, wird auch manchmal ein anderes Display benutzt. Grün, gelb, gibt es ja verschiedene Farben. Und das sind jetzt die, die ich jetzt halt zeigen kann. Und danach zeige ich die positiven zum Vergleich. Jetzt erstmal stelle ich die vor. Ich kann natürlich nicht in jeden einzelnen jetzt direkt eingehen, weil es ist einfach, springt den Rahmen. Ich glaube, das versteht jeder. Ich sage einfach nur die nicht die Modellbezeichnung, sondern die Modulbezeichnung. Die steht ja hinten immer drauf. Zum Beispiel nehmen wir jetzt die hier. Wie gesagt, ich sage nicht die Modellbezeichnung, das ist viel zu viel. Ich sage nur das Modul, das reicht eigentlich schon, Mann. So, jetzt schaut mal hier. 3495. Hier steht auch schon eigentlich die Bezeichnung von der Uhr. Könnt ihr ja selber lesen. So, die Lesbarkeit, wie ihr sehen könnt, in der Sonne. Ich bin jetzt extra in die Sonne gegangen, weil ich finde, das verfälscht die ganze ja, Sache an sich. Ich will das jetzt nicht einfach unter künstlichem Licht machen, weil es unrealistisch ist. Am meisten sieht man es so, wie es halt im normalen, natürlichen Licht erscheint. Und ich meine, ich habe noch nie Probleme gehabt mit der Lesbarkeit. Ich kann alles lesen, also habe zwar keine Brille oder so, aber ich denke mal, seht ihr selber, oder? Dass es gut lesbar ist. So, ich denke mal, wir fangen gleich hier an. Das ist eine wunderschöne Uhr. 610er. Das ist halt auch das Modul, was die anderen 610er hat. Nur halt ein anderes Display. 3495 mit LED Backlight. Also modern. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, das Licht, wartet mal. Ne, kann man nicht sehen, aber das ist so bläulich. Aber ist jetzt nicht so wichtig, auf jeden Fall. Gut lesbar, seht ihr das? Wenn ich es mal... So, jetzt habe ich es ganz gerade zum Bildschirm ausgerichtet. Jetzt drehe ich es mal um. Und dann irgendwann könnt ihr es vielleicht nicht mehr lesen. So. Aber, ja gut. Auf dem Bildschirm ist es schwerer zu lesen dann am Ende. Wie jetzt in echt, glaube ich. So sieht man es eigentlich ja, echt wirklich gut. Ich muss echt sagen, scheiß auf die Meinung von anderen, ihr müsst euch das selber mal anschauen. Und ich muss echt sagen, Lesbarkeit ist nicht so schlecht, wie es den Ruf einfach hat. Es ist unfair, was da gesagt wird. Ich hab mich getraut und habe mir dann einfach eine Uhr gekauft. Das war ja die hier, die Batman-Styler, sag ich mal. Und ich wurde nicht enttäuscht, also haut ruhig zu. Also die Uhren sind geil, die Negativuhren. So, jetzt habe ich hier auch eine 610er, sage ich immer. Also im Vergleich zu dem hier. Ja. Ich finde das hier ein bisschen schärfer. Ich weiß nicht wieso. Das ist aber ein älteres Modul. Wartet mal. Ich schaue mal genau hin. Ich will nichts Falsches sagen. 3159, genau. Das hat ja noch den alten LED IL-Backlight und das hier hat den neuen, das mit der U, das erkennt ihr an dem U, das ist LED-Backlight, hat LED-Light 3495 und das war 3159.
Das ist etwas neu, etwas älter. So, schauen wir nochmal genau direkt drauf. Jetzt drehe ich das mal um. Jetzt drehe ich das so. Ungefähr die gleiche. Ja. Ja, die nehmen sich nichts eigentlich. Wenn man die Negativdisplays natürlich gegen das Licht richtet, dann sieht man richtig alles richtig scharf. Schöne Ohren. So, jetzt habt ihr das hier gesehen. Wie gesagt, ich kann nicht in alles jeden Detail reingehen von jeder Uhr. Da mache ich ja separate Videos immer dazu. Das soll jetzt nur schnell sein. So, jetzt seht ihr das hier. Den habe ich schon öfter hier in meinen Videos schon gezeigt. Gibt es auch ein Video. Das ist jetzt die erste farbige. Ich finde gut lesbar. Im Schatten ist es natürlich schwieriger dann. Aber trotzdem kann man es lesen. So, jetzt durch nach oben schieben. Dann nach unten. Bis man es nicht mehr so lesen kann. Dann zur Seite. Hier, ab hier irgendwann. Ab hier kann man es dann irgendwann nicht mehr lesen. Aber es dauert echt lang. Vor allem wer verkrümmt seinen Arm so und liest es dann ab. Also wirklich unrealistisch. So, hier ist die grüne. Achso, ich habe vergessen euch Modulbezeichnung zu nennen. Das ist die 3461 Adrenalin Red 3461. Ja, schauen wir mal auf die andere. Das ist die grüne, das ist auch eine 610er. Das heißt, es ist von derselben Familie wie die hier. Die hier. Und die hier ist die 600er Familie, sage ich immer. 5600er. Das ist die 610er. 3159. Das hat also, wenn ich mich nicht irre, dasselbe Modul wie das hier. 610 erkennt man auch an den dickeren Ohren hier. Das hat auch die dickeren Ohren, seht ihr? So. Also nochmal 3159 in grün. Das habe ich jetzt, die Lünette habe ich halt drauf gemacht, die war eigentlich ein bisschen anders, schwarz natürlich. Aber die Lesbarkeit auch wieder top. So kann man das vergleichen ungefähr. Aber ich finde, dass bei der grünen, da sieht man halt noch diese verpixelten, die Zahlen, die noch nicht verwendet werden. Also hier müsste eigentlich noch eine Zahl stehen können, also ob 10 Uhr oder was weiß ich, ihr wisst, was ich meine, zweistellige Zahlen. Man kann halt sehen, dass hier es etwas ausgeblurrt, also unscharf ist. Man erkennt etwas, könnte da stehen. Jetzt, wenn man es in die Sonne hält, so, könnt ihr das auch sehen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das sichtbar ist, so. In der Nuance ist halt schwierig, auf dem Bildschirm sowas zu bringen. So, eigentlich schon recht lange lesbar, auch seitlich noch sehr lange lesbar. Also bis zum Ende eigentlich, aber nach oben hin ist es ein bisschen schwieriger. Also viel schneller nicht mehr lesbar und nach unten ist es immer noch gut lesbar. Seitlich auch sehr interessant eigentlich. Und wenn man es nach oben dreht, kann man schneller nicht lesen, wie jetzt nach unten. Das habe ich auch noch nicht beachtet. Auf jeden Fall ist das Einzige, was mir auffällt hier bei der Uhr,
Ja, ein gutes Ding. Wie gesagt, ein bisschen unscharf da die Sachen. Und hier sieht man halt gar nichts. Alles ist komplett rot. Hintergrund, man sieht nicht, dass irgendwie eine Zahl nochmal dazu kommen könnte. Links jetzt daneben, was halt hier der Fall war, was ich ja gesagt habe. Was ich nicht weiß, ob es jetzt rüberkommt auf dem Bildschirm, aber hier sieht man, dass noch eine Zahl kommen könnte. Da oben sieht man CHG für Charge, wenn mal die Batterie komplett leer geht. Aber es ist kein Negativpunkt. Scheißegal, ich finde die Uhr geil. Ganz einfach, die kommt bei mir nicht weg. Hier einfach nur eine geile Uhr, wie gesagt, Mann. Genau. Achso, da habe ich glaube vergessen, die Modulnummer zu sagen, oder? Ne, 3159 habe ich ja schon gesagt. Ich sag's nochmal, 3159. Das heißt dasselbe Modul wie hier. Auch mit EL-Backlight. Oder? Ne, Light. Stimmt. Da steht bei beiden Light, aber das ist ein altes Modul. Egal, das sind die alten auf jeden Fall. Das hier ist ein 600er Modell, 5600er, also hat es auch 3461. 3461, genau, das habe ich vorhin glaube ich auch schon gesagt. Ich weiß jetzt, ich komme schon durcheinander, weil es ist immer das gleiche. So, jetzt habe ich die erste nicht Square, also ihr wisst ja, die GA 2100 mit Bluetooth. Hier haben wir das Modul, was steht da? Ich kann es selber nicht lesen, wartet mal kurz. 3689. Mal, da oben. Hier 3689. Genau. Wunderschön. Mit Carbon Core. So. Warum ich die jetzt genommen habe, kann man sich ja denken. Hier Negativdisplay. Zwar klein, aber gut lesbar. Also ich muss echt sagen, wenn ich die jetzt so drehe, die kann man gut lesen. Wenn nicht, dann gibt es hier oben einen Lichtschalter. Dann, jetzt kann man es nicht erkennen, aber egal. Auf jeden Fall, ich drehe sie mal kurz um, damit man sieht, ob wann sie nicht mehr lesbar ist. Also für mich ab jetzt schwierig lesbar. Ab jetzt wird es schwierig lesbar. Auch weil die Kante hier wieder zurück, dann auf die andere Seite. Ab hier wird es schwerer lesbar, ab hier. Aber Leute, ganz ehrlich, ihr guckt ja direkt auf eure Uhr. Macht euch keinen Stress. Wenn ihr Bock auf die Uhr habt, kauft sie euch. Lasst euch nichts einreden, Mann. Ich kann nur sagen, eigene Erfahrung. Eigene Erfahrung ist wichtiger als alles andere, Mann. So, jetzt haben wir... Ne, das machen wir zum Schluss, genau. So, jetzt haben wir meine geliebte erste Negativuhr. Die Batman Styler. Genaue Bezeichnung könnt ihr euch denken, also wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr euch auskennt. Hier steht sie ja auch, brauche ich nicht vorlesen. So, aber die Modulbezeichnung kann ich nochmal sagen. Das ist die 3461. Hier oben steht es in dem kleinen Kästchen 3461. Das ist das gleiche Modul wie hier. Die wird bei den 5600er Modellen immer benutzt. Das Video geht ganz schön lange, gell? Aber ja, es ist ja gut, ein ausführliches Video mal zu machen, weil die meisten zeigen gar nicht so viele Variationen. Aber ich hoffe, ich kann euch mal ein gutes Bild zeigen, dass Negativbildschirme nicht immer unlesbar sein müssen oder sind. Was einfach einen schlechten Ruf hat, finde ich, und immer klein geredet wird. Ich finde beides gut. Ganz ehrlich, Mann. Sieht halt geil aus. Jede Uhr hat seine Daseinsberechtigung, ganz ehrlich, Mann. So, drehen wir die jetzt mal um. So, ab hier wird es schwieriger lesbar. Wenn wir es wieder zurück auf die andere Richtung. Ab hier wird es schwieriger sichtbar. Zurück in die Mitte, Ausgangsstellung. Jetzt gehen wir nach oben. Ab von die, jetzt bin ich mal gespannt, ey.
bis, ja, also ey, wirklich lang. Bis hier oben kann man die noch lesen. Also komplett fast gerade hochgestellt. Und jetzt nach unten hin, auch bis dahin. Und jetzt wieder zurück. Echt lange gut lesbar, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Bei der? Ja, genau, bei der war es ja. Ab hier nicht mehr lesbar, dann verschwimmt alles. Aber es ist ja wirklich sehr hoch. Und bei der roten, ja, die rote ist auch lange lesbar. Aber die hier ist länger lesbar. Ja, die Uhr hier ist länger lesbar. So, jetzt kommen wir nochmal zu einer farbigen Uhr. Viele Uhren habe ich noch gar nicht vorgestellt, deswegen rede ich gar nicht lange drüber. Die muss ich dann extra nochmal separat. So, das ist jetzt, die nenne ich die Joker-Uhr. Die richtige Joker-Uhr. Es gibt ja noch eine DW, aber egal. So. Ah, ich glaube, ich habe die schon gezeigt. Stimmt ja, die hier habe ich ja gezeigt. Schon durcheinander. So. Egal. Warte mal, ich mache mal kurz nochmal das Display sauber. Keine Lust, dass ein bisschen was verfälscht, weil es ein bisschen fettig ist. Okay. So. Jetzt drehen wir es in eine Richtung wieder. Lange, gut lesbar. Lange. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von der Joker-Uhr. So, auf die andere Seite. Lange, gut lesbar. Fast schon bis zum letzten Punkt. Wie die anderen Uhren. Nach unten hin. Lange, gut lesbar. Und nach oben hin. Ab hier verschwimmt es dann. Also auch gut lesbar, wie die rote und so weiter. Sehr gut lesbar. Jetzt gucken wir mal auf die Modulbezeichnung. 3461, das heißt, es teilt dasselbe Modul teilt es wie die hier. Und die hier 3461. Dasselbe Modul. Schöne Uhr auch mit diesem Inneren. Kann man sich echt mal gönnen. Ganz ehrlich, ey, nicht immer diese schwarz positiven und negativen. Man kann auch mal ein bisschen abschweifen, sich schönere, sage ich mal, andere Farben holen. Weil was gibt's Besseres als andere Farben mal am Arm zu haben? Ganz ehrlich, ey, braucht nicht immer so konservativ schwarz-weiß zu gehen, das ist total langweilig. So, jetzt haben wir hier, ist halt meine Meinung, wie gesagt. So, hier ist meine einzigste Batterieversion, deswegen habe ich die mir jetzt aufgespart bis zum Schluss. Alle anderen hier, die ihr seht, ist TAF Solar, also Solar, Display und alles. Hier ist die einzigste, die mit Batterie betrieben wird. Jetzt sehen wir, ob die besser lesbar ist und was die jetzt vielleicht ausmacht. Ich guck mal hinten. Hier habe ich auch ein eigenes Band reingemacht mit einem Mod. Da sehen wir auch schon das Modul, das ist bekannte berüchtigte DW-Modul 3229 mit EL-Backlight 3229, okay. Wie gesagt, ich habe nur zwei Batterie, eine positive, eine negative. Das sind alles TBs, wo ich habe. Ich habe keine anderen. Die habe ich weg. Die habe ich verkauft, weil ich, ja, keinen Bock einfach auf Batterie, ganz ehrlich. So, hier. Ich hoffe, das ist jetzt gut lesbar. Das ein bisschen scharf stellen. Komm schon. So. Jetzt drehe ich es mal um. Lesbar bis hierhin, okay. Lesbar bis hierhin. Also sehr lange lesbar. Lesbar bis dahin, okay. Lesbar bis nach oben. Bis dahin sogar. Und jetzt können wir das mal anschauen mit dem 600er Modul nebeneinander stellen, ob das was besser lesbar ist.
Ja, das ist... Die Nummern hier sind halt ein bisschen fetter. Das ist halt alles optisch ein bisschen anders. Anders auch aufgeteilt. Aber ansonsten... Hier ist es... Ja, ich weiß nicht. Also... Ich finde eigentlich beide gut lesbar. Beide sehr gut lesbar. Da entscheidet, glaube ich, euer Geschmack am Ende. Aber von der Scharfstellung bis zum Ende hin, bis nach oben oder unten, gibt es eigentlich kaum, eigentlich so gut wie keine Unterschiede, ja. Nee, außer dass die Nummern, wie gesagt, kleiner und fetter sind auf der TB. Und hier ein bisschen kleiner, sage ich mal. Und das Bildschirm ist, glaube ich, auch ein bisschen größer hier. Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Coole Uhr hier, die TB, die habe ich selber gemoddet. So, und jetzt geht es weiter mit den Positivuhren. Dann stelle ich die nebeneinander. So habe ich das mir gedacht, weil anders kann ich es nicht machen. Dann zeige ich euch die gleiche Modulbezeichnung, dieselbe Uhr. Nur halt anstatt dass es negativ, dann positiv und dann stelle ich nebeneinander. Machen wir das gleiche Spielchen von vorne. Bis gleich.